Na ja, na und, na komm, na also, na sowas. Diese 5 Bedeutungen erkläre ich heute in diesem Video. Beginnen wir mit Nummer 1. Na ja. Okay, es gibt 2 Bedeutungen. Die erste Bedeutung ist, wenn wir nicht ganz zustimmen, wenn wir eine andere Meinung haben. Zum Beispiel, 2 Personen diskutieren über Fußball. Person A sagt, die beste Fußballmannschaft der Welt ist natürlich Real Madrid. Und die andere Person sagt, nein, Bayern München ist die beste Fußballmannschaft. Und wenn du nicht zustimmst, kannst du dir denken, ich glaube nicht. Erste Bedeutung. Die zweite Bedeutung ist, wenn wir nicht wissen, wie wir etwas einer anderen Person sagen sollen, weil es vielleicht ein bisschen peinlich ist, oder wenn wir etwas nicht sagen möchten. Beispiel, 2 Studenten. Ein Student borgt einem anderen ein Buch aus. Okay? Ein teures, sehr, sehr nützliches Buch zum Lernen. Aber zu Hause hat der Hund dieses Buch total kaputt gemacht. Er hat es total zerbissen. Am nächsten Tag bringt der eine Student dem anderen das Buch wieder zurück. Und die Reaktion, was hast du mit meinem Buch gemacht? Was ist mit meinem Buch passiert? Dann sagt der Student, mein Hund hat das Buch zerbissen. Also er weiß gar nicht, wie er das sagen soll und am Anfang sagt er, das ist die zweite Bedeutung. Jetzt geht's weiter mit na und. Na und bedeutet so etwas wie, das ist mir egal, das ist mir nicht wichtig. Es geht wieder um Fußball. Stelle vor, Weltmeisterschaftsfinale und die ganze Welt fiebert mit. Und natürlich hat eine Mannschaft gewonnen. Aber wenn dich das gar nicht interessiert, wenn du kein Fußball schaust, denkst du dir, mir ist egal, wer gewonnen oder wer verloren hat. Nächster Begriff, na komm. Erste Situation. Stelle vor, du bist im Auto und du bist im Stau. Das heißt, es geht nicht vorwärts. Du musst warten. Dann sagst du, na komm. Bitte schneller, warum geht es nicht weiter? Dann sagen wir, na komm. Oder wenn du in der Schlange stehst und auf etwas wartest und wenn sich nichts tut, dann denkst du dir, na komm, schneller, bitte. Noch eine andere Situation, wenn du ein Fußballspiel siehst, im Fernsehen zum Beispiel, und du siehst gerade, wie ein Stürmer auf das Tor zuläuft und vielleicht schießt er gleich ein Tor und du schreist, na komm. Vielleicht schießt er gleich ein Tor. In der Situation sagt man auch dieses Wort. Also, wenn etwas schnell gehen soll, wenn man keine Zeit hat, wenn man im Stress ist, dann sagen wir, na komm. Na also, das sagen wir, wenn wir letztlich ein positives Ergebnis haben, ein positives Resultat. Zum Beispiel, du hast für eine Prüfung gelernt oder du hast ein ganzes Studium geschafft. Dann sagst du, endlich habe ich es geschafft. Na also. Noch ein anderes lustiges Beispiel. Stell dir vor, ein Freund von dir sucht schon lange eine Freundin und endlich hat er eine Freundin gefunden und jetzt sind sie zusammen. Du denkst dir, er hat endlich eine Freundin gefunden. Und der letzte Begriff, na sowas, benutzen wir, wenn wir erstaunt sind. Und zwar, das kann in positiven, neutralen oder auch negativen Situationen der Fall sein. Ein paar Beispiele. Zuerst ein sehr bizarres Beispiel. Du gehst auf der Straße spazieren und du siehst plötzlich ein UFO. Denkst dir, na sowas. Erstes Beispiel. Oder zweites Beispiel, negativ. Du möchtest über den Zebrastreifen gehen, aber ein Auto
fährt vor dir und schneidet dir den Weg ab. Du kannst nicht über den Zebrastreifen gehen und musst schnell stehen bleiben. Das heißt, du denkst dir, na sowas, das geht aber wirklich nicht. Oder andere Überraschungen, wie zum Beispiel eine Überraschungsparty oder ein Überraschungsbesuch von einem Freund. Und du denkst dir, na sowas, du bist auch da. Wow, ich habe dich so lange nicht mehr gesehen. Dann sagen wir, na sowas. Und der Ton in der Stimme ist etwas heller und positiver. Das heißt, du kannst die Tonhöhe variieren. Manchmal nach oben, nach unten oder ein bisschen dünkler oder heller. Und das war ein kurzes Video zu den 5 Begriffen na ja, na und, na komm, na also, na sowas. Und schreibt mir bitte in die Kommentare, welche Wörter ich euch erklären soll. Wunderbar, bis zum nächsten Video.